Hallo ihr Lieben, heute nähe ich eine Handytasche zum Umhängen, die verstellbar ist mit einer Innentasche für Kleinkram. Für die Tasche braucht ihr einen Außenstoff, einen Innenstoff, eine Bügeleinlage, 4 kleine D-Ringe und ein kleines Stückchen Klettband für den Verschluss. Als erstes schneidet ihr alle Teile nach den angegebenen Maßen zu. Zuerst bügele ich alle Teile vor. Beim Henkel schlage ich die 2 Seitenkanten je 1 cm nach innen. Und dann auf die Mitte, so dass die Kanten, die umgebügelten Kanten aufeinander liegen. Bei der Innentasche schlage ich die obere Kante 2 mal 1 cm nach innen und die untere Kante einmal. Dann bügele ich die Bügeleinlage auf die linke Seite vom Außenstoff und die Bügeleinlage mit der beschichteten Seite nach unten. Und auf ein Stoffteil für die Klappe. Die Klappe bekommt eine Rundung, die schneide ich jetzt aus. Lege die 2 Stoffteile mit der rechten Seite innen aufeinander, stecke die zusammen, schlage die mittig ein, stecke mir nochmal eine Stecknadel, dass die Teile nicht verrutschen, markiere an der Seitenkante 3 cm und verbinde die Mitte mit der Markierung mit einer kleinen Rundung. Die schneide ich jetzt aus. Als erstes nähe ich das Klettband auf das unbeklebte Klappenteil fest. Von der Spitze 4,5 cm markiere mir einen kleinen Punkt oder Strich und mittig von beiden Seitenkanten. Markiere rechts und links, oben und unten. Und jetzt nähe ich das Klettband ringsherum auf. Dann lege ich die 2 Teile rechts auf rechts, stecke die Kanten aufeinander und nähe die 2 Seitenkanten und die Rundung 1 cm breit zusammen. Am Anfang und am Ende die Naht immer verriegeln. Jetzt schneide ich die Nahtzugabe und die Ecken schräg weg. Wende die Klappe und forme die Ecken und die Kanten aus. Jetzt steppe ich die Kante ringsherum schmal ab. Jetzt nähe ich das Außenteil von der Tasche. Zuerst nähe ich das Gegenstück vom Klettband fest, messe von der oberen Kante 5 cm, markiere und von der Seitenkante 6 cm
so dass das Klettband genau auf der Mitte liegt. Markiere rechts und links und nähe das Klettband ringsherum fest. Dann falte ich den Außenstoff einmal rechts auf rechts, mittig zusammen und nähe die Seitenkanten 1 cm breit zu. Jetzt nähe ich die Ecken für den Boden. Ziehe das Teil auseinander, so dass die Naht mittig liegt. Drücke die Nahtzugabe auseinander und markiere 1 cm von der Spitze und nähe die Ecken ab. Die zweite Bodenecke mache ich genauso. Schneide die überstehende Naht weg und wende das Teil. Forme die Ecken und jetzt nähe ich den Innenstoff. Jetzt steppe ich die zweimal umgebügelte Kante von der Innentasche 1 cm breit ab . Lege die Innentasche auf den Innenstoff 4 cm von der oberen Kante, beide Teile mit der rechten Seite oben und nähe die Innentasche ringsherum fest, nur die obere Kante bleibt offen. Nähe das Innenteil seitlich zusammen, 1 cm breit, und hier lasse ich eine kleine Wendeöffnung, ungefähr 7 cm lang. Und die Ecken nähe ich wie an der Tasche. Jetzt nähe ich die Schlaufen für die D-Ringe. Schlage die zwei Seitenkanten je 1 cm ein und auf die Mitte zusammen und steppe die Kante schmal ab. Schneide die Schlaufe in zwei gleiche Teile. Jetzt ziehe ich die Schlaufe durch die D-Ringe und steppe die Endkanten zusammen. Beide Schlaufen. Jetzt lege ich die Klappe mittig auf die Rückseite der Tasche. Die Seite mit dem Klettband von der Klappe ist oben, bündig zur Kante und stecke die fest.
Dann stecke ich die Schlaufen mit dem D-Ring auf die Seitennaht der Tasche, drücke die Nahtzugabe auseinander beide Schlaufen. Jetzt steppe ich die Teile oben an der Kante fest. Ziehe das Futter über die Tasche, dass die rechten Seiten innen aufeinander liegen, die Schlaufen und die Klappe zwischen den zwei Taschenteilen und die Innentasche auf der Seite mit der Klappe liegt. Das ist die Rückseite. Achte darauf, dass die Seitennaht aufeinander liegt und die Kante bündig. Jetzt nähe ich die obere Kante 1 cm breit ringsherum. Jetzt wende ich die Tasche durch die Wendeöffnung . Schließe die Wendeöffnung . Schiebe das Futter in die Tasche und forme die Oberkante. Wende die Tasche auf die linke Seite. Jetzt steppe ich die obere Kante schmalkantig ab. Über die Schlaufe müsst ihr vorsichtig nähen, weil die Naht hier dicker ist. Wende die Tasche wieder auf die rechte Seite . Und jetzt brauchen wir noch einen Henkel. Beim Henkel steppe ich die umgebügelten Kanten schmal ab, so dass die Kanten schön aufeinander liegen. Nähe 2 D-Ringe an einem Ende fest, schlage das Endteil zweimal um und nähe sie fest. Jetzt ziehe ich den Henkel durch die 2 D-Ringe von der Tasche . Jetzt ziehe ich das andere Endteil durch die 2 D-Ringe und zurück nur über den zweiten D-Ring. Und hier könnt ihr die Länge vom Henkel verstellen. Das Endteil schlage ich wieder zweimal nach innen und steppe es ab. Und fertig ist die Handytasche. Wenn ihr ein Level habt, könnt ihr es an der Klappe oder unten, wie es euch besser gefällt, festnähen. Viel Spaß beim Nachnähen!